Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Schauen wir uns an, welche Themen ich kriege fürs Kollektiv. Die ist mir jetzt in den Ausschnitt geblumpst. Das ist die Sonne. Das ist schon mal schön. Die Sonne geht auf, erste Stelle am Deck. Haben wir hier aber auch eine Warnung gleich dabei. Nutze deine Energie sinnvoll. Lasse Dinge hinter dir, die die Energie geraubt haben. Wir selber liegen im Haus des Schiffes drin. Vielleicht sind wir mit unseren Träumen, Wünschen, Sehnsüchten konfrontiert. Wir schauen auf eine beständige Energie. Hier ist sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Erdung und trotzdem Flow. Ne? Vielleicht sind wir auch unterwegs und sind dann froh, wenn wir zu Hause in unserem Hafen sind. Wir gucken drauf, wie wir langfristig Dinge in die Veränderung bringen, und es geht um Veränderungen, die betreffen alle oder viele Lebensbereiche. Die Vitalität ist mit dabei, vielleicht tut man ein bisschen mehr für sich. Vielleicht kommt irgendwo auch mehr Klarheit rein, sodass der nächste Schritt gegangen werden kann. Wir haben eine Doppeldeutung, wir haben die Wolken im Haus der Wolken. Und wir haben Umbrüche im Thema Liebe und Partnerschaft, Herzensangelegenheiten. Hier könnte es sogar sein, dass sich ein karmischer Kreislauf beendet, der viel Kraft gekostet hat. Es geht auch an alle, die die Liebesthemen aufrechterhalten, obwohl sie sich als, ich sag mal, verstrickt oder ungut anfühlen. Wir haben das Gegenüber, das liegt hier im Hause der Blumen drin. Die Paare schauen wieder mal in eine andere Richtung. Und auch da geht es darum, hier denkt jemand drüber nach, wo wird Energie verschwendet, wo gebe ich irgendwas raus, was mir nicht zugute kommt, wo traue ich vielleicht auch nicht Potenzial, wo traue ich nicht, dass irgendwas Potenzial hat, ne? Wo denke ich, vielleicht ist das nichts oder das ergibt nichts Gutes und es wäre sehr viel mehr Potenzial dahinter. Wir haben das Karma-Kreuz im Haus der Vögel. Hier sind Veränderungen, die können ein bisschen Unruhe mitbringen, auch gerade im familiären Umfeld. Dennoch schauen wir auf eine beständige Energie, ne? Also das heißt auch, ich gucke mir an, wie ist mein Boden bestellt, wie stehe ich auf dieser Welt, wenn es außenrum rappelt. Und ich kann es ja nun mal nicht ändern. Ich meine, wir hatten das letzte Woche schon mal ähnlich. Aber hier sind wieder die schicksalshaften Neubeginne, die schicksalshaften Lebensveränderungen. Die Karte des Neubeginns liegt im Hause des Neubeginns. Es kann auch ein Thema sein, das eure Kinder betrifft. Ich habe berufliche Dinge, die zu klären sind, Herzensprojekte. Ich habe Herausforderungen, allerdings auch im Kollegen- und Chefkreis. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich Leute umstrukturieren, dass sie einfach merken, da bin ich nicht mit Leidenschaft, da bin ich nicht mit Liebe. Etwas kriegt auch mehr Klarheit. Das kann jetzt uns betreffen oder auch das Gegenüber, und im weitesten Sinne geht es darum, dass man längerfristig und beständig eine Veränderung herkriegt, bei der man auch beruflich
im Vertrauen ist, seine eigene Größe leben kann. Hier sehe ich mehrere Möglichkeiten für Verträge, Aufträge, ja, Herzensprojekte. Möglicherweise haben wir die ein oder anderen Kollegen, die Unklarheit mitbringen oder die uns, sorry, dass ich das so sage, aber wir können nicht mit allen Menschen gut und ja, irgendwo ist ja vielleicht auch ein Mensch, der einen nervt oder der gute Stimmung kaputt macht, ne? Der einen Frieden wegnimmt irgendwo. Wir haben Veränderungen am und im häuslichen Bereich, Veränderungen, die auch das ganze Umfeld mit betreffen. Für viele vielleicht auch die Arbeit von zu Hause aus oder dass zu Hause viel zu tun ist oder das Umfeld einen sehr fordert. Das ist hier sehr interessant und speziell. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Ich habe auch die Energie des Ausmistens dabei, ne? Hier fährt man mal großzügig mit dem Besen durch. Ich habe Wege, die nicht mehr funktionieren, durch die dann Umbrüche kommen für neue Wege. Das hört sich jetzt ein bisschen konfus an. Anfang und Ende liegen hier sehr nah beieinander. Neue Möglichkeiten, etwas zu beenden, was nicht in der Qualität ist, wie wir sie uns vorstellen. Ich habe das sowohl als im Umfeld, im Freundeskreis und auch, ich sage bei allen Leuten, die dir dein Leuchten wegnehmen wollen, ne? Hier ist etwas, das fühlt sich nicht mehr gut an, das fühlt sich nicht mehr sicher an und da geht irgendwo eine Tür zu, dafür geht eine andere auf, die, guckt, hier ist Anfang, Ende, Leben, nah beieinander und die Möglichkeiten dazu. Dinge, die an die Oberfläche kommen, aber auch plötzlich und unerwartet. Hier ist das Thema, ein Geheimnis lüftet sich, wertvolle Nachrichten kommen an die Oberfläche. Das Unterbewusstsein ist enorm hoch in dieser Woche oder spricht enorm hoch mit uns. Wissen geht auf. Wissen, das Klarheit bringt. Wir haben die Sterne im Haus des Gegenübers. Und auch in das, was wir in Zukunft investieren, denn wir haben eine gewisse Klarheit, die ins Leben kommt. Und nochmal eine Doppeldeutigkeit. Wir liegen im Haus des Schiffes und im Haus des, von uns liegt das Schiff drin. Ne? Also es ist sehr genau anzugucken, was es mit unserer Lebensreise zu tun hat. Ich sehe außerdem hier auch in dieser Linie irgendetwas, was man als Erbe, als Genetikerbe, ne, hat, wo man so langsam jetzt diesen Dreh raus hat. Warum bin ich wie? Was wurde mir mitgegeben? Was konnte ich verändern? Was möchte ich vielleicht auch gar nicht verändern? Aber es geht tatsächlich um Themen, die einem plötzlich klar werden und wo man für sich auch merkt, wo stehe ich mir selbst im Weg, wo blockiere ich mich selbst, wo ist mein natürlicher Fluss im Leben nicht gegeben. Das finde ich jetzt auch wieder bezaubernd, denn hier ist das Haus der Wege, Quatsch, der Sonne, und hier legen sich die Wege rein. Ein Weg wird hier verneint und einer geht direkt gleich auf, der liegt noch im Haus der Sonne, der bringt uns verbindlich weiter. Und der lässt uns auch das weglassen, wo wir denken,
da braucht es eine Kurskorrektur, da bin ich nicht mehr richtig. Da möchte ich mir neue Türen öffnen. Es kann in mehreren Bereichen sein. Und es passt auch wieder super, denn es sind ja hier Veränderungen, die das ganze Leben betreffen. Es geht um Blockaden, Hindernisse, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, die richtige Wahl zu finden, verbindlich zu kommunizieren, etwas loszulassen, was nicht mehr gebraucht wird. Starke transformierende Energie bei Blockaden, die wir im Bereich der Herzensenergie haben. Hier ist ein Geldgeschenk, das am Beruf dran liegt, das hier eine Veränderung mitbringt. Das ist Geld, das man sich erarbeitet, oder es geht sehr darum, Geld zu erarbeiten. Ich habe aber auch so, also diesen finanziellen Flow voranzutreiben, aber ich habe auch irgendwie Konflikte mit dem Thema Geld, Umbrüche im Thema Geld, Finanzen. Hier ist vielleicht eine kurze Aufregung oder ein Stress, den man damit macht. Nichtsdestotrotz bringt dieser Stress hier auch eine langfristig gute Veränderung mit. Es ist wie, man lässt einen Weg weg und man nimmt einen anderen und dieser ist ertragreicher. Also man hat hier eine Wahl, bei dem man sich vielleicht etwas beschneidet, aber tatsächlich dann auch längerfristig was Besseres rausbekommt. Hier ist Arbeit an den seelischen Dingen und ich habe ein schicksalshaftes Geschenk für uns, das sehr viel Klarheit mitbringt, auch auf der seelischen Ebene oder auch neue Wege. Ne? Im Haus des Herzens haben wir den Klee drin. Für viele ist es vielleicht auch so, dass sie ihr Liebesumfeld so gestalten, dass es sich wie neu verliebt anfühlt. Es kann in einen Partner sein, in eine berufliche Sache, in eine Sache, für die man sich interessiert. Und ich sehe sehr viele Nachrichten hier über den Tisch gehen, die haben mit Verträgen, Verbindlichkeiten zu tun. Ja, auch die guten Nachrichten, die neue Möglichkeiten mitbringen, auf einem sehr schnellen Weg auch wieder. Oder auf etwas, wo uns noch das Wissen gefehlt hat oder die Möglichkeit, dass jetzt hier klar wird. Man überlegt sich vielleicht auch, wo drehe ich mich im Kreise, wo braucht etwas eine andere Beständigkeit, sowas alles. Okay, ihr Lieben. Was ich auch noch habe, ist das Außen. Ich glaube, hier besteht irgendwie der Wunsch, dass man sich nicht umkippen lässt, wenn es im Außen irgendwie einen Umstand gibt, der eine Wende mitbringt. Und ich habe auch so, dass man sich eventuell zurückzieht, weil man merkt, dass man mehr Erde braucht. Ne? Also, anders kann ich es nicht sagen. Hier ist der Erfolg gefallen. Hier ist die geheime Quelle und wir haben es ja hier zweimal, ne, dass sich hier etwas Geheimes eröffnet. Auch wieder so ein bisschen doppeldeutig. Die Sense haut hier ins Buch rein und sie liegt im Haus des Buches. Da dringt etwas durch, was vielleicht auch tief vergraben ist. Kann auch eine Emotion sein, aber diese bringt letzten Endes dann den neuen Weg mit. Und die Karte ist eigentlich ein Segen, denn hier haben wir die schicksalshaften Neubeginne.
und die Lebensveränderungen an sich, die für uns auf unserem Plan stehen, jeder für sich. Und die Karte ermuntert, ne? Dass alles möglich ist irgendwie. Und je mehr man den Erfolg auch schätzt, den man bisher errungen hat, das sieht man hier auch schön, wir lassen Energien hinter uns, die uns nichts zurückgegeben haben. Das heißt ja schon, wir konzentrieren uns auf das, was uns Fülle und Beständigkeit bringt. Und die Karte sagt, je mehr wir das eben angucken, was wir schon erreicht haben, desto mehr werden wir uns dafür auch öffnen, was in der Zukunft ist. Man darf auch so tun, als ist man erfolgreich, also sich darauf einstimmen. Die Karte sagt auch tatsächlich, dass man so ein bisschen ein gutes Händchen hat für die Dinge. Und sie sagt auch, wenn dich irgendetwas umwirft, was du so nicht erwartet hättest, was hier sehr gut sein kann, ne, dann steh auf, denk kurz drüber nach, was du lernen kannst und mach einfach weiter. Hier kommt Erfolg ins Leben und Vitalität. Das haben wir hier auch, ne? Eine Veränderung in diesem Bereich, wo wir mit unseren Kräften haushalten. Und die Karte sagt auch, ergreife jetzt Maßnahmen zur Unterstützung deiner Träume. Kämpfe nicht, das Universum ist hinter dir und wir liegen im Haus der Wünsche, Träume und Sehnsüchte. Und das liegt in unserem Haus. Es ist immer wieder spannend, wie treffend es ist, nicht? Hier kommt die Vollendung mit dem Pfau. Passt auch unheimlich gut dazu. Hier ist es so ein paradiesischer Zustand. Das geht auch an all die, die lange eine Lösung gesucht haben und gedacht haben, ich komme nicht drauf. Denn hier sind Antworten und Lösungen für den richtigen Weg. Ja, wenn der Pfau ins Leben stolziert, erinnert er uns an die Schönheit, an das Paradies. Wenn wir allein diese Federn angucken. Und es geht darum, dass wir uns Zeit und Raum nehmen, um innerlich leer zu werden. Zu empfangen. Und es geht darum, dass wir in der nächsten Zeit eine wichtige Botschaft erhält. Das haben wir hier auch, der Brief, der mit der Ernte dran ist. Und mit dieser Botschaft können wir eine alte Angelegenheit lösen und in den Frieden kommen. Und auch zulassen, dass uns göttliche Gnade befreit. Also da ist man so im Vertrauen, es geht immer weiter. Und auch wenn man vielleicht eine Zeit lang nicht wusste, wie, ist hier die Erlösung mit dabei und der Erfolg. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Ihr könnt jetzt noch dranbleiben für ein kleines Auswahlorakel. Ich drücke euch bis Sonntag. So, hier bin ich wieder. So, dann nehmen wir noch eine von meinen. Und dann dürft ihr euch entscheiden. Ich nehme rechts, ich war heute sehr schnell, warum auch immer.
mal unten am Deck haben wir noch den Glücksfall für uns. Da ist schicksalshafte Geschenk. Rechts sagt was. Ja, zeige deine Individualität, lass dein wahres Selbst leuchten, denn du bist wirklich beeindruckend. Hier ist jemand anders, bunt, schrill und er fühlt sich gut damit und vielleicht ist diese Individualität auch sein Erfolg. Wir haben Karesa. Ein Zyklus deines Lebens ist zu Ende gegangen und jetzt kommt eben der nächste Schritt. Das bestätigt eigentlich das große Blatt enorm, denn es wird ein Schritt sein in etwas, wo Auflösung mitbringt, wo Freude ist, wo sich das ausgezahlt hat, dass man individuell weitermacht. Die Kornblume. Hier ist das dritte Auge drauf zu sehen und es geht darum, die Dinge mit den Augen der Liebe und aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Es geht um eine gewisse Klarsicht und um eine gute Sehkraft auch. Wir haben den Schutzengel. Hier ist eine besondere Verbindung zu den Engeln und vielleicht ist es auch die nächste Woche spürbarer. Etwas fordert Aufmerksamkeit oder man fühlt sich mehr gebunden, angebunden oder beschützt. Und hier ist etwas, was man gemeinsam durchsteht und wo man nicht alleine mit ist und wo man es schafft, einen Weg zu beschreiten, wo man sagt, okay, hey, High Five, ne? Nehmen wir die andere Seite. Da haben wir Geh weg. Hier ist irgendwas, was vielleicht nicht so ganz gesund ist und das man hinter sich lassen darf. Es kann eine Situation sein, ein Mensch, vielleicht auch nur eine Ortschaft, eine Gegebenheit. Und als Folge dafür wird sich immer eine neue Tür öffnen. Ihr habt Sana. Auch sehr ermunternd, du bist vor allem Leid geschützt, das Schlimmste liegt hinter dir. Entspanne dich und wisse, dass du in Sicherheit bist. Ihr habt den Beifuß. Hier sind die Eingebungen und die Träume. Die Seele spricht mit euch und der Beifuß verbindet euch mit der geistigen Welt und das ganze Wissen und alles, was so im Unterbewusstsein auch sitzt, kommt nach oben und ihr kriegt eine andere Perspektive auf die Dinge. Und hier kommt eine kleine Auszeit. Ein kleiner Tapetenwechsel. Man gönnt sich irgendwie was. Sei es ein Kaffee auf dem Balkon, das ist ja auch für jeden anders. Und es geht darum, sich Zeit für sich zu nehmen. Hier habt ihr die Rollen, die gespielt werden. Das ist so ähnlich wie bei der anderen Seite, da hatten wir das Thema, sei individuell, zeige deine Individualität und hier ist eben die Rolle, die wir immer spielen müssen. Es wird hier in einem Kasperles-Theater dargestellt und am Ende ist auch da, wo du die Rolle spielen musst und das müssen wir alle. Wir sind Mütter, wir sind Arbeiter, wir sind selber Töchter zum Beispiel. Und in diesen Rollen immer authentisch zu sein, ist hier ein Grundkonzept. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.